auf uns wartet eine Challenge. Wir fischen gegeneinander in einer Deadbait Challenge. Wir haben jeweils 200 € Budget zur Verfügung, um uns alles zu kaufen. Der Lange ist wieder vorgerannt. Was macht denn der schon Wirklich, wieder? geh mal weg. 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 Fängt doch gut an, unser Deadbait-Trip. Super gut. Kann nur noch besser werden ab jetzt. Wir angeln mit Köderfisch auf Hecht, Barsch und Zander. Ab jetzt wieder Competition-Modus an. Jetzt versohle ich dem den Arsch. Der Verlierer muss am Ende. Der muss richtig leiden. 2,2 Millionen Scoville. Der muss die schärfste Chili der Welt essen. Ich muss hier gerade das in seine Route halten. Der macht irgendeine Scheiße. Guck, der macht schon eine Scheiße mit meiner Route. Oh, Piss. Fuck. Alter, richtig runtergeschossen. Ich hoffe sehr, dass ich die Chili nicht essen muss. Viel Spaß mit der Folge. Wir angeln vom Ufer, wir angeln vom Hausboot. Ich habe absolut keinen Bock, die schärfste Chili der Welt zu essen. Und ich habe einen ganz geilen Plan. Das passt nicht so, was ich hier mache. Ich bin nicht gemacht für Deadbait-Angeln. Ja, man muss sich ja auch mal weiterentwickeln. Oh, Dicker. Alter, ist der groß. Das ist ein richtig großer Fisch. Let's go! Wir sind wohl im größten und auch schönsten Angelladen Europas und auf uns wartet eine Challenge. Wir wissen schon einiges, es wird eine Deadbait-Challenge und wir wissen auch die Bestrafung. Die schärfste Chili der Welt hast du Ich mitgebracht. habe sie mitgebracht. Ich hoffe, dass ich sie nicht essen muss am Ende. Gekennzeichnet mit 1, 2, 3, 4, 5 Chili-Symbolen plus einem Totenkopf. Das heißt, wir fischen gegeneinander in einer Deadbait Challenge. Hallo Dustin, hallo Becky. Heute wird es etwas spezieller, Deadbait Challenge. Aber jeder von euch hat nur 200 € Budget und 20 Minuten Zeit. Ich muss mir alles kaufen jetzt hier in Fauna. Ja. Ich habe nämlich nichts dabei zum Deadbaiten. Route Rolle, also alles Gute Schnur. Rolle, Schnur, Posen. Ich finde 20 Minuten ist nicht machbar. Ich habe eine Idee. Ich habe einen eigenen Guck mal Tackle-Store, hier, ich kann guck das mal. schon. Hier ist eine Dartscheibe. Wir können uns noch 5 Minuten extra spielen. Der mit dem ersten Wurf mehr Punkte macht, okay? Aber 3 Pfeile? 3 Pfeile. Okay. Nein. Nein. 20. 38. Ja, 38. 38, das ist nicht ganz so stark. Solide, aber machbar. Hey. Pam, pam, Junge, habt ihr gesehen hier? Da ist er drin. 60, 78, 25, 100. Alter. 25 Minuten. Also ich mach 25. Auf die Plätze. Fertig, los. 25 laufen bei mir. So, auch ich stelle mir meinen Timer 20 Minuten. Ich habe leider 5 Minuten weniger Zeit als das denn. Let's go. Was kosten die, diese Karpfenrouten? Ich will auf jeden Fall mit 2 Routen gehen. 100 €. Scheiße, 100 € ist zu viel. Nimmst du dir einen Einkaufswagen? Ja, gleich. Aber ich will erst mal die Routen fertig machen. Gehst du nur auf eine Route oder gehst du auf mehrere? Ich weiß es tatsächlich gerade noch nicht. Warum gehst du hier hin? Such dir deine eigene Sache. Fang du mit den Haken an, Becky. Der klaut jetzt alles weg. Ich kann euch ganz kurz das Regelwerk erklären. Hecht zählt mal 1, Zander mal 1,3, Barsch mal 2, selbstgefangener Köderfisch 10 extra Punkte, Meterfisch plus 2 Punkte, plus 20 Punkte und das war's, glaube ich. So, ich gehe jetzt mal ans andere Ende vom Laden, weil Dustin treibt sich da vorne rum. Aber ich glaube, es muss hier irgendwo noch so eine Allround-Abteilung geben, wo vielleicht auch Teleskoprouten sind und so, weil die sind auf jeden Fall ein bisschen günstiger. Die große Schwierigkeit ist jetzt wirklich, die Routen zu finden. Das ist das Problem. Was sagt der Timer? Ach ja, wir haben ja einen Timer. Scheiße. Mal einen Timer gucken, Becky. Ich habe nur noch 19 Minuten. Das heißt, du hast nur noch 15. Du hast noch nichts. Ich habe noch gar nichts. Was kostet der Schinken hier? 84 €. 160 mal 160 €. Dann habe ich noch 40 €. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Aber 2 Routen braucht man schon. So, ich habe eine Route eingepackt und jetzt hole ich mir erstmal mein ganzes Kleinzeug. Und dann schaue ich mal, wo ich da finanziell rauskomme, ob ich mir vielleicht noch eine Route leisten kann. Aber jetzt brauche ich erstmal das ganze Terminal-Tackle. Und das hoffe ich, dass ich jetzt auch schnell finde, weil die Zeit läuft auch davon. So, mit den beiden Routen gerade zusammengerechnet habe ich 138 €. Das heißt, ich habe noch 60 € für Terminal Tackle. Muss mich ein bisschen beeilen. Ey, Becky, Ja? hier gibt es auch Horst. Horstmakrillen? Die haben beim letzten Mal ja leider keinen Erfolg gebracht. Wo ist das Deadbait-Zeug? Das kann doch nicht sein. Weg! Weg! Was ist das? 1,6er zurück. Nee, die 4, du wolltest selbst Hallo, du. Okay, wenn wir so anfangen, ist okay. Halt deinen Korb gut im Auge. Ja, habe ich. 162 €.
Man denkt, 200 € ist ja viel, ist gar nichts. Also Eine komplette Grundausstattung ist das echt nicht. Ja, vor allem ich habe 2 Routen, vielleicht muss ich die einfach wegpacken. Und, was man noch sagen muss, Abhackmatte und sowas haben wir natürlich alles dabei. Deswegen wussten wir, was es geht um Deadbait, weil Fischwohl steht immer noch trotzdem an erster Stelle. Oh, Markus, ich bin gerade ein bisschen mit den Köderfischen überfordert. Ich weiß halt nicht, ob so eine Makrele, ob die was kann oder nicht. Egal, ich versuch's. Kommt nicht auf die Größe an, wirklich. Eben. So, ich habe noch 5 Minuten Zeit. Ich habe noch 50 € über. Davon hole ich mir jetzt eine Stippe und Futter. Die sieht doch ganz gut aus. Leute, scheiße, mein Timer ist abgelaufen. Aber solange der lange nicht da ist, mache ich einfach weiter. Der wird schon sagen, wenn ich aufhören soll. Wir müssen uns nur leise verhalten, dass er nicht checkt, dass meine Zeit schon abgelaufen ist. Ja. So, mit einmal Makrelen bin ich leider schon bei 188,57 €. Ich habe noch kein Grundfutter für Köderfische. Vielleicht klaue ich mir entweder einen bei Vecchi, einen selbstgefangenen Köderfisch. Steht hier nicht, dass ich den gefangen haben muss. Mal gucken. Hat mir nicht gesagt, ich überlege gerade mein Budget, dass wir uns eine Stippe teilen. Haben wir mal drüber gesprochen, aber in dem Fall muss ich ja auch irgendwie von dir profitieren. Warum? Profitierst du ja von mir, du hast ja eine Stippe dann. Die Stippe zahle ich ja. Also, zahlst du nicht, aber Wie viel von den 200 € zahlst du? in dem Fall jetzt tatsächlich nichts, aber In dem Fall nichts, sonst immer, aber in dem Fall nichts. dann hast du aber 2 Routen und meine Stippe zur Verfügung. Dann stehst du viel besser da als ich. Weißt du, was ich einfach mache? Ich nehme meine Route zum Stippen. Stimmt, eigentlich einfach ein Vorfach dran machen an die Karpfenroute. Mache ich nicht, weil ich nur eine Route habe. Die will ich direkt ins Rennen bringen mit einem gefrorenen Köderfisch. Deswegen habe ich noch eine Stippe dabei. Geil. Stimmt, das ist ein guter Plan, kannst du auch vorne hinknoten. Ja, natürlich. Safe. Ich habe noch 3 Minuten. Ich muss mal schnell, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Wo sind die Stippen-Vorfächer? 8. 8. Soll es sich entscheiden. 6, 5, 4, 3, 2. Glück gehabt. Glück gehabt. Warum Hast bist du du alles? hier eigentlich noch? Ich bin fertig. War 5 Minuten früher fertig als du. So, Vecchi. Die Stunde der Wahrheit. Ich habe zu viel. Ich muss irgendwas rausschmeißen. Ich verstehe auch nicht, wie du das mit 2 Routen hinbekommen möchtest. Das geht bei meiner Rechnung nicht so ganz auf. 160 € und das ist noch kein Kleinzeug. Richtig. Habe ich aber auch so gerechnet. 2 Floats, 2 Hooks. Oh, 186. Die ganze Nummer haut hier so gar nicht hin. Der ist jetzt bei 196 und der ganze Korb ist noch voll. 199,61 und 201,80 €. Okay, I try this. Ich habe die auch, ich würde die eins geben davon. Du hast die auch dann doch noch geholt? Nee, ich habe die schon ewig drin. Nee, du hast die geholt, nachdem er das gesagt hat. Du bist so ein Cheater, wirklich. This we have cheaper. Ja? Eigentlich ist die Zeit vorbei, aber ich bin mal nicht so. Weil einen schlecht gelaunten Dustin brauchen wir ja auch nicht. Es mag unfair klingen, weil ich brauche jetzt länger, aber Vecchi darf dann auch, falls bei ihm was falsch sein sollte, nochmal in den Laden gehen. Und man muss ehrlich sagen, er hat auch 5 Minuten überzogen. Ich habe nicht überzogen. Du hast überzogen. Nein. Ja, 100%. Wir haben alles auf Kamera. Ja. 2,50 €, 30 Gramm. Das ist eine Punktlandung jetzt. Thank you. Thank you. So, das ist denn hier dein Zeug. Dankeschön. Und jetzt bin ich dran. So, now it's my turn. Ich habe die gleiche Route wie auch Dustin und habe aber dafür anstatt 2 Routen noch eine Stippe dazu genommen. Ja. Stipp halt hier. Ja, ist auch gut, aber es hätte bei mir finanziell nicht hingehauen. Ich weiß zwar nicht warum. Hingehaut? Hingehauen. Warum nicht? Ich weiß auch nicht, ich habe mich vielleicht auch verrechnet. Also ich muss sagen, das ist nicht das Beste, aber es ist gut, ist schon gut. 150, Was hast du ausgerechnet? 158, 171 oder so. 176. Du hast jetzt einmal die Chance, noch was nachzulegen. Wenn du es nicht brauchst, fertig. Nee, fertig, ich logg's ein. Krass. With card, please. Müssen jetzt aber erstmal besprechen, wo wir anfangen. Ja, das ist nicht so einfach. Wir haben mehrere Optionen. Am Wasser, würde ich sagen. Markus, Es ist überall viel Eis hier, deswegen sind viele Polder, wo wir angeln wollten, dicht. Wir haben die Möglichkeit, aufs Hausboot zu gehen, was ziemlich cool ist. Ich glaube, ja, weil wir schlafen im Moment drauf, das ist unser Airbnb. ja, ich glaube, das werden wir machen. Blockgutboot, ne? Checkt aus. Das Beste, ihr seid flexibel, könnt da schlafen, könnt Uferangeln gehen, könnt vom Boot angeln gehen. Besser geht nicht. Thank you, Matai. See you. I Thanks. hope we will catch something. Yes. Have a good one. Bye, bye. Bye, bye. Sachen werden wir dann natürlich nicht wegschmeißen. Ich würde sagen, Verlos mal. an Jungangler, der Bock darauf hat.
Die Routen sind wirklich für den Einstieg, so Deadbait, glaube ich. Aber auch zum Karpfenangeln oder Grundangeln, Aalangeln kann man Ja. auf jeden Fall einiges mit anfangen. Was, wie immer, ihr müsst einfach einen Kommentar da lassen. Ne? Und liken und abonnieren. Aber bitte nur Jungangler. Und hypen auch mittlerweile. Hypen ist Hypen ist wichtig. eine neue Funktion bei YouTube. Für alle, die hypen, wir küssen eure, was sagt man? Kuss auf die Nuss. Küssen eure Augen. Küssen eure Augen, wenn ihr hypt. So, jetzt sind wir hier am Spot angekommen. Glücklicherweise ist das ganze Ding gefroren. Wäre auch schön, wenn wir jetzt angeln könnten. Bringt ja gar nichts. Oh Mann, ey. Wir sind am Arsch. Wir brauchen jetzt einen Plan B. Wir sind jetzt hier 40 Minuten hergefahren. Jo. Also wir haben jetzt 13:37 Uhr. Es ist noch nicht mal eine Route montiert. Und wir haben noch nicht mal Gewässer, wo wir jetzt angeln können. Ja, das ist gut. Boah, das sinkt richtig ein direkt. So, und ich war ja vorbereitet. Ich wusste, dass es aufs Deadbait geht. Ich habe was richtig Praktisches, Geiles dabei. Ihr werdet es sehen. Oh, ist das matschig alles hier. Becky, ich weiß nicht, hast du Banksticks dir besorgt oder irgendwas dabei? Ja? Ich habe jetzt was Tolles dabei. Ne? Von Tackle Trip ein Revolution Rack. Das ist wirklich super praktisch. Nehme ich einfach hier raus jetzt und habe meine Routen schon quasi auf dem Routenständer. Ihr werdet es gleich sehen. Becky hat ausnahmsweise, obwohl wir Konkurrenten sind, seinen Scheiß damit reingemacht. Boah, guckt ihr es mal an. Aber jetzt mache ich es einfach hier. Klick, klick. Und habe meinen Rodpot. Guckt euch das an. Super praktisch. Können 5 Routen rein. Kann man natürlich beim Spinnfischen auch geil nutzen. Oder jetzt, wenn man so einen Ansitz macht, hat man direkt einen Rodpot. Revolution Rack von Tackle Trip. Könnt ihr mal abchecken. Packen wir euch in die Videobeschreibung. Sehr gute Sache. Oh, das kann nur gut werden. Wir hätten doch Handschuhe kaufen sollen. Becky, Ja? hast du die Stühle von Dings dabei? Die hab ich doch gar nicht. Mann, ey, aber wir können uns auf die Abhackmatte kuscheln. Auch wenn wir Gegner sind, können wir uns da zusammen raufkuscheln. Ja, oder? denke ich auch. Und dann haben wir auch noch den Eimer. Aber wisst ihr was? Das Schöne ist, heute Abend sind wir wieder auf unserem geliebten Blockhutboot. Und da können wir überall hinfahren, wo man angeln kann. Und morgen, morgen ist das Battle erst vorbei. 48 Stunden geht das. Und Da werden wir sehen. das Gute ist, wir können das Hausboot auch als Eisbrecher verwenden. Becky, lass uns das Tor doch einfach aufmachen. Wie heißt das? Manchmal einfach das Gehirn einsetzen. Dafür hast du das, Becky. Ja, aber ich habe auch einen sehr gut funktionierenden Körper. Der wäre da einfach drüber geklettert. Ja, habe ich gesehen. So. Das ist das Schöne in Holland. Du kommst hier einfach rein, Tor ist auf. In Deutschland, ich schwör's dir, 5 Schlösser, 3 Verbotsschilder. Aber schön, ey, hier ist nicht matschig, hier ist gut. Aber hier ist sauflach. Nein, hier ist alles flach, was soll ich dir sagen? Das ganze Ding hier ist flach, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht auf die paar Also gleich. hier kannst du durchgucken. Boah, da kannst du nicht angeln. Also, soweit wir gucken können, ist es vielleicht 15, 20 Zentimeter tief, da brauchen wir nicht angeln. Lass uns da kurz am Steg gucken gehen, ob es da tiefer ist. Da sind wir natürlich auch sehr begrenzt in unserem Spots, aber vielleicht geht's da. Winterangeln at its best. Team Chaos ist back! Soll ich mal einen Eischeck machen? Upsala. Das ist gar nicht mehr so dick. Nee. Das ist schon leicht angetaut. Man merkt, dass es jetzt heute Nacht schon wärmer war. Boah, Alles ist klar. Ich habe hier kein gutes Gefühl. Ja, ist nicht geil irgendwie. Hier siehst du, dass kein Fisch steht, außer du siehst jetzt hier einen dicken Hecht. Dann würde ich sagen, okay, lass angeln, aber ich meine, normalerweise ist es tief genug. Ja, irgendwie alles ein bisschen tot auf den ersten Blick, aber Ich glaube, viel tiefer wird sie aber gar nicht im ganzen Ding. Shit. Was machen wir jetzt? Ja, das Eis zwingt uns hier zu neuen Plänen. Da hinten ist noch ein Spot, den kennen wir nicht. Aber da darf man laut FISPAS fischen. Das ist offen und ist relativ tiefes Wasser in der Nähe. Das probieren wir jetzt weg. ja, aber Bin ich da schon müssen wieder wir jetzt- angekotzt. Der Team Chaos hier richtig am struggeln. Oh, ich habe gedacht, man kann sich hier hinsetzen. Ja, hast du falsch gedacht. Das sind deine Schuhe, Alter. Alter. Hast du dir noch schnell die Schuhe sauber gemacht? Nicht mit dreckigen Schuhen in meine Bude rein. Das ist ja wirklich Next Level. Angelst du jetzt mit Pose oder mit auf Grund? Das würde ich dir an der Stelle tatsächlich nicht verraten. Na, ich mache ja beides, also ist ja total egal. Ach, scheiße. ich hätte 2 Routen. Ich fange auf Grund an. Fängt doch gut an, unser Deadbait-Trip.
Super gut. Kann nur noch besser werden. Ab jetzt. So Leute, ich mache was Spezielles. Ich mache nur ein ganz kleines Stück. Das war ein Tipp von dem Verkäufer aus dem Angelladen. Aber der war nicht an dich gerichtet. Ne? Nee. Das war einfach alles geklaut. Das ist wirklich geklaut, Becky. Das ist so schwach von dir. Dass du wirklich gar keine eigene Idee hattest. Ich habe mich inspirieren lassen. Ja, inspirieren lassen. Das ist wirklich next level schlecht. Das macht mich richtig traurig, dass Becky so einer ist. Hätte ich nicht gedacht. Okay Leute, ich bin ready für den ersten Wurf. Ich teste mal ganz kurz meine Montage unter Wasser. Glaubst du, es ist zu hoch? Nee, ich glaube, das ist ziemlich gut. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wo platzieren wir die Routen? Oh, wie hoch ist jetzt die Chance, dass mein Köderfisch weg ist? Ich weiß nicht, wie der dran war. Mittelgut. Mittel gut. Dann ist die Oh, Chance, nee. würde ich sagen, Mittel. Sah ein bisschen komisch aus. Echt? Wieso? Ja, weil das so ein bisschen, irgendwie sah das aus, als würde er ein bisschen weiter fliegen, der Köderfisch, als meine Montage. Aber du hast ja auch einen Tangleboom dran, ne? Die kann ja auch Ja. gut. Ich glaube, das ging. Okay, Markus, wenn du glaubst, es geht, dann ich vertraue auf dich. Du hast ja leider nur eine Chance und hast nur eine Route. Ja, aber ich habe genug Köderfische. Also ich werde auf jeden Fall in spätestens 20 Minuten den ersten Test machen. Das Geile ist, der Freilauf ist schön laut. Den hören wir gut. Aber ich habe auch Bissanzeiger dabei sonst. Ich habe mir jetzt hier so eine Vorrichtung überlegt, dass ich hier einfach mal eine Route reinklemme. Das Blöde ist, ich kann nicht mal einen Snooze jetzt platzieren, weil ich gerade ein bisschen mit der Horstmakrele da geschmust habe und meine ganzen Pfoten damit voll sind. Hey, wie tief ist das da? Ganz ehrlich, wenn du deine Route so hoch stellst, ich will ja keinen Tipp geben, aber der hat so viel Widerstand allein schon. Aber da ist ja jeder anders. Ich muss hier gerade Dustin seine Route halten, weil er irgendeine kurz Scheiße. was holt. Guck, der macht schon eine Scheiße Wenn ich mit jetzt meiner einmal Route. so ganz fest rucken würde, wäre, glaube ich, seine Makrele weg. Hör auf, Becky. Ich mach gar nichts. Was hast du gemacht? Sei ehrlich. Nichts? Ich habe nur gesagt, ich könnte jetzt einmal ganz fest dran rucken, dann wäre vielleicht deine Makrele weg. Ich kann auch mal ganz fest bei dir dran drucken, wenn du willst. Hier, Tackle-Rack, beste wo gibt. Muss man echt sagen, praktisch. Ich will es hier nur nicht in den Matsch stellen, das ist ein bisschen eklig. saust dir, glaube ich, ganz schön ein jetzt. Stell's ins Wasser, mein Freund. Ich habe irgendwie nichts mehr zu tun. Dustin montiert seit zweite Route. Ich habe aber nur eine. Kannst du noch strippen? Ja, mache ich auch gleich mal. Hab ich richtig Bock drauf. Die Motivation ist schon die falsche, Becky. Nee, ich habe wirklich Bock zu stippen. Na klar. Gucken wir mal, ob da was passiert. So, ich mache mir jetzt einen Timer. Und bis! Fuck! Alter, richtig runtergeschossen. Alter, ist hier runtergeschossen. Junge! Die Pfote? Ja. Der ist noch da, glaube ich. Der läuft, oder? Gerade läuft er nicht. Doch, nach rechts, Jetzt geht er runter. Krass. Der läuft richtig sauber. Scheiße, jetzt hat er losgelassen. Ne, ist noch da. Ja, jetzt läuft er hoch. Ja, der Okay. läuft noch. Henk? Ja, Kescher. Ne, kleiner. Geil, Alter. Boah, ist Yes. Wie lange lag der? 20 Sekunden? Ja, du bist hochgegangen, weil es da eine Minute höchstens. Yes! Fisch Nummer 1, Becky. Mann, die ersten Punkte für dich, aber Petri. Geil, Alter. Alter, Der ist schön. Der hat 70. 75? Ja, 75 sogar. Ja, musst du messen für die Punkte. Ja, nimmst du einen Kescher? Ich hol die Abpack, warte. Ja, danke. Oh, der ist größer als 70. Oh ja, der ist gut, Alter. Schön dick. Die ersten Punkte, Becky. Ja, und sogar richtig gute Punkte. Das ist ein richtig schöner Deadbird-Fisch. Jetzt gucken wir mal. Erstmal hier, der wunderschöne Fisch. Guckt euch das mal an. Boah, also als erster Fisch hier, Deadbait-Fisch. Mein erster Fisch des Jahres auch. Auf der Abpackmatte hier.
82er recht hier. Petri, 82 Punkte plus wie viel? 10 extra Punkte. Ja, 80 plus gibt 10 und Meter ist 20 extra Punkte. Also 92 Punkte. Sehr schön. Hier in Holland üblich. Darf ihr auch wieder zurück. Petri. Oh, guckt euch diesen wunderschönen Fisch an, diese Färbung auch. Schön healthy, also gesund. Oh, schön, oder? Guck mal, wie er sich da hinstellt. Yes! 92 Punkte. Schiedsrichter aufschreiben. Was eine Action. Nach dem ganzen Struggle und so. Und man dachte, oh nee. Oh. Und jetzt direkt, also ich lag wirklich nicht, aber auch lange Zeit dafür genommen. Ausgelotet, geguckt, wo, an der Kante. Das geht so von 3 auf 7 Meter. Hat gut geklappt. Yes. Was für eine Tiefe hast du ungefähr gefischt? Was denkst du? 4 Meter? 4? 4,5? 4? Aber über richtig tiefem Wasser, oder? Nee. Über 4,5 Meter auf 3,5. Ah, okay. Krass, ich habe eigentlich gedacht, dass wir die erste Aktion auf den Grund kriegen. Ja, aber jetzt dieses warme Wetter. Weißt du, das sind 20 Grad mehr als vorgestern. Ja, Nee, was? 17 Grad mehr. 17 Grad. Das ist schon. Sind aktiv, die Biester. Mann, jetzt überlege ich auch, ob ich auf Pose umbaue. Das ist natürlich jetzt einen großen Vorteil mit 2 Routen. Yes! Petri, Vielen Dank. nicht schlecht, ey. Hast direkt mal einen vorgelegt. Mann, jetzt bereue ich, dass ich nicht auch 2 Routen habe. Aber ich hatte ja 30 Euro übrig, damit hätte ich aber auch keine Route bekommen. Aber hätte ich dann die Stippe weggelassen für 15 Euro, hätte ich nochmal 15 Euro mehr gehabt. Hätte ich das Futter weggelassen für 5 Euro. Hätte. Hätte Fahrradkette, Alter. Jetzt hat er lange direkt mal Punkte vorgelegt. War das da ungefähr? Dein innerer Bissanzeiger ist beim Deadbaiten schon sehr sensibel eingestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das Ding auch nicht verlieren. Ich habe wirklich einen sehr empfindlichen Magen. Und für mich ist das so, wenn ich diese schärfste Chili der Welt essen muss, dann ist der Dreh für mich vorbei. Das heißt wieder warten. Das heißt warten. Ich werde mit meiner Route aktiv sein. Das ist jetzt 33, um 40 werde ich sie umlegen. Die Posenroute. Ja, die lasse ich jetzt hier liegen. Das Schöne an so einer Posenmontage ist doch, dass man ein bisschen aktiver angelt und die ganze Zeit beobachten kann. Gucken, passiert da was? Also eben dieser Moment, als sie so untergetaucht ist, es gibt fast nichts Geileres beim Angeln. Vielleicht ein trockener Zanderbiss oder ein Carolina-Biss bei einem Barsch. Aber hier die Pose zu beobachten, bin ich happy, dass ich 2 Routen genommen habe und das machen kann. Nur da so zu sitzen und zu warten, dass es piept, das wäre jetzt nichts für mich. Du siehst doch ein bisschen traurig aus gerade, Becky. Ja. Tut mir leid. Ich bin auch ein bisschen traurig. Einmal habe ich noch keinen Fisch gefangen und dann habe ich auch nur eine Route, ey. Mann. Beim Hecht Topwaterbiss beißt, du hast einen Fisch dran, auch geil. Aber hier diese kurze Zeit dazwischen ist schon krass. Und Becky, also nur eine Route, was hast du dabei gedacht? Ich habe gedacht, ich krieg's nicht hin. Wie, du kriegst nicht hin? 2 Routen. Geldmäßig. Naja, sagen wir so, nee, aber auch du hast wahrscheinlich auch gedacht, du willst dich eh nur um eine kümmern, oder? Nee. Kenn dich doch. Nee. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir eher in so kleinen Kanälen sind und alles. Dann eine Route, dann ein paar Köderfische. Ich habe nämlich hier schon ein bisschen Ausschau gehalten. Ich habe hier noch nicht einen Weißfisch gesehen. Aber Becky, so wie du da sitzt, kannst du keinen Weißfisch sehen. Nee, ich wollte gerade sagen, wie willst du da einen Weißfisch sehen von da? Biss. Also losgelassen euch, ne? Oh, schade, jetzt hatte ich einen Biss wieder die Chance, die Führung auszubauen. Aber du hast gesehen, ne, Markus? Ja. Die Pose runtergegangen ist. Okay, ich hole noch mal rein. Gucken, langsam. Nicht, dass er den noch im Maul hat. Glaube ich aber nicht. Der Köderfisch ist ab. Ja? Ja, deswegen ist nix. Scheiße. Wie geht das denn? Keine Ahnung, hat er runtergezupft. Achtung, du hängst. Scheiße. Mist! Mist! Das gibt's doch nicht. Jetzt ist er satt. Hä? Jetzt ist er satt. Nee. Scheiße! Das ist ärgerlich. Wäre ein guter Abschluss gewesen für Ja, den finde ich, wäre das Ufersport hier. nicht so ärgerlich, ne? Ach, ich freue mich doch, wenn wir ein bisschen was fahren. Ja, klar. Natürlich. Gibt es nicht. Hat er den Köderfisch geklaut? Hey. Er ist so mit diesen gefrorenen Dinger, wenn die weich werden oder auftauen, dann gehen die auch mal ab vom Haken. Schade.
Ich finde es krass, Becky, dass wir auf den Meeresfisch oder beziehungsweise auf den Grundfisch gar nichts, nix haben, gar nichts. Eigentlich mag ich die Meeresfische auch nicht so, aber die Holländer sind so davon überzeugt, Ja. dass ich mir gedacht habe, wenn die das sagen, dann Ja, wird da aber schon was ich dran sein. weil hier nicht auch Fisch und Fang Deadbait Challenge, da haben die auch auf Meeresfisch gut gefangen und so, Ja. glaube ich. Und es wird jetzt auch mal Zeit für meinen ersten Horstmakrelenfisch. Ja. Bis. Oh, lass ihn nicht wieder. Ja. Wie lange lasse ich ihn beißen? Immer so schwer, ich weiß es nicht. Der läuft auf jeden Fall sehr sauber ab. Eng? Ja. Guter Fisch? Weiß ich nicht. Zappelt auf jeden Fall ganz schön komisch. Also wie ein kleiner Fisch eigentlich, aber jetzt macht er gerade gar nichts wie ein Riesenfisch. Aber ich glaube, es ist ein kleiner Fisch. Oh Mann! Schon wieder einer auf Pose. Ist klein, ne? Ja, kleiner, deutlich kleiner als der letzte. Aber der ist Jawohl! unfassbar schön. Von der Färbung her. Fuck! Die nächsten Punkte, ey. Wird nicht einfach. Ich hab so null Bock auf diese Chili. Ja, du hast noch 40 Stunden oder sagen wir Ja, aber du 34. liegst jetzt mit, keine Ahnung, 140 Punkten vorne. Weiß ich nicht. Yes! Das ist geil. Mann, und es hat sich gelohnt. Ich habe flach gestellt diesmal und ihn wirklich flach durchdriften lassen. Ja, aber es hat geklappt. Geil, ich habe noch Zeit für einen dritten Fisch. Komm, Becky, der ist gar nicht so klein. Ist auch ein 80er. Ja, wahrscheinlich. Oh, yes! Oh, ich bin happy. Ach, glaube ich dir. Ich nicht so ganz. Boah, der ist echt deutlich größer, als ich gedacht hätte. Schöner Fisch. Ja, nicht ganz so groß vielleicht. Aber es sind wichtige Punkte, Becky. In unserem Battle. 80. 80, genau 80. Oh Mann, Alter. Das sind ja... 90 Punkte. Thumbs up. 90 Punkte. Oh, geil, lassen frei. So, großer 80er, noch einer. Gut. Oh, guck mal, wie schön die. Ah, du bist frei, großer, du bist frei. 90 plus 92 sind 182. Ist gut. Lässt sich gut schlafen so, ne? Yes, yes, yes. Ja. Oh, Mensch. Ich freue mich. Umbauen schaffst du jetzt eh nicht mehr, ne? Ist zu spät, gell? Ich muss aber irgendwie jetzt auch mal einen Punkt holen. Ich habe noch 10 Minuten für noch einen Fisch. Krass, dass wir keine Bisse auf die Grundrouten bekommen. Ja, finde ich auch krass. Könnte zwei Möglichkeiten haben. Grundroute oder Falscher Köderfisch. falscher Köderfisch, das weiß man nicht. So, wir bauen langsam ab, es wird dunkel. Wir fahren in unser geliebtes Blockhutboot, legen da die Routen aus, essen was Schönes und dann geht es morgen weiter. Ich bin happy zu führen. 182 Punkte habe ich, glaube ich, ne? 182 Punkte. Ja. 90 plus 92 sind 182, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wie soll ich denn das? Da brauche ich morgen absolutes Beißinferno, dass ich da irgendwie hinterherkomme. Ja gut. Ein- Wir hast morgen einen Ein Hecht mit ganzen 1,82 Meter, bin ich wieder dabei. Ja, wollte ich sagen. Muss Nee, ja nicht, da ist über einen Muskeln Meter da. gibt es ja 20 Punkte. Ja. Also Also, 1,60 Da reicht. reicht 1,62 Meter. Ja, nee, dann müssen wir Gleichstand. Aber ja. Aber du ist kannst schon- ja noch schon mal- heute Abend einen Köderfisch stippen und dann mit den 1,62er Hecht damit fangen, dann hast du ein bisschen zu Ja, Wie oder viele heute extra Nacht Punkte mit gibt der Zander. eigene Köderfisch? 20, ne? 20? glaub Jetzt ich. mal ohne Spaß. Es ist so Ah, Zander haben wir trüb auch und drauf. weiß ich was, du kannst doch auch Zander fangen, das ist mal 1,3. Also, Vor allen Dingen in der Nacht jetzt. ja. Stimmt, dann mache ich vielleicht eine kleinere Montage. Ah, schauen wir mal, wenn wir Ja. gleich in der Hütte Bauen wir sind. mal ab, machen unsere Schuhe sauber und dann geht's ab nach Hause. Die Routen bleiben aber, das ist das Letzte, was rausgeholt wird. Ich hole jetzt erstmal die Grundroute raus, weil die hat ja nicht so gut gefangen. Die Posenroute, die bleibt noch schön liegen. Ja, schön meine Posenroute im Blick. Und wenn das beißt, bin ich sofort da. Pam, Junge, pam. So, hier seht ihr nochmal, wie geil die Route auf dem Rig lag. Auf dem Revolution Rack. Echt richtig gut. Also hier war gar nichts dran, Becky. So wirklich gar nichts. So, Licht ist weg. Letzte Route ist noch drin, die hole ich jetzt raus. Leider nicht, aber also zumindest sichtbar 3 Bisse gehabt, 2 Fische gefangen.
ist doch jetzt nicht ganz schlecht. Ich führe, das ist das, was mich glücklich macht. Nicht, weil ich mich freue, dass Becky keinen Fisch gefangen hat, sondern weil ich kein scharfes Essen vertrage. Die Messe ist noch nicht gelesen, mein Lieber. Nee, auf gar keinen Fall. Aber die Chancen stehen schon mal besser als heute Vormittag. Kann ich wohl nicht abstreiten. So, Rinn, zugedreht, fertig ist der Lachs. Gut, Becky, hast du deine Haken hier dran? Ja. Muss ich beim Tragen aufpassen, ne? Auto einräumen, dann geht's 40 Minuten zurück zum Hausboot. Dann essen wir da in Ruhe was. Dann legen wir die Routen wieder aus oder wir legen erst die Routen aus, essen dann was. Ja, und dann schauen wir, was die Nacht so bringt. Hoffentlich den Ausgleich. Vielleicht kann ich dich auch irgendwie sabotieren. Hoffentlich nicht. Ich überlege mir was. Ich kenne den Fisch. Weiß ich, Solange die immer einen Zentimeter kleiner sind als meine. weiß ich. Aber wenn man so weit hinten liegt wie ich, muss man auch an unfaire Mittel denken. Du hast die ganze Zeit schon unfair gespielt. Das stimmt nicht. Doch, Nee, ja, hast alles kopiert. das stimmt nicht. So, ab aufs Hausboot, Markus. Ich hab Hunger. Ich habe auch Hunger. Richtig hart. So, wir sind am Hausboot. Schlüssel hat wer? Ich. Markus hat einen Schlüssel. Achso, ey, mit den Modderschuhen gehen wir auf jeden Fall Ja, nicht deswegen. rein. So, wir haben Hunger, wir haben den ganzen Tag nichts gegessen, deshalb wird jetzt hier mal wieder der Kochlöffel geschwungen. Ich habe einiges vorbereitet, wie immer. Es gibt Nudeln mit Ricotta-Soße auf Wunsch von Dustin. Die kochen wir halt schnell. Und dieses Mal haben wir sogar Salz dabei. Ganz wichtig, haben wir aber letztes Mal vergessen. Boah. So, auf Dustins Wunsch. Ricotta. So, jetzt verteilen wir mal hier an die Räuberbande. Oh, so schön. Okay, Markus, viel Hunger, wenig Hunger? Ey, ich kann auch von mir noch abgeben. Ey, ich muss euch eins sagen, ich bin richtig platt. Aber ich lieb's einfach, auf dem Wasser zu sein und im Hausboot zu sitzen. Ihr könnt, glaube ich, auf dem Hausboot wohnen. Meinst du? So, Markus, wie immer, Kamera weg. Esse. Erstmal ein Taste-Test. Nee, hast du schon gemacht, gell? Ja. Aber ich muss sagen, Skala 1 bis 10? 4. 4? Ja, Gottlos, Alter. aber, Ist ja auch nicht deine Soße weg. Deine wäre viel besser. aber die letzte Mal war eine 1, eine 2. Okay, dann haben wir uns auf jeden Fall gesteigert. Weißt du noch? Die, die waren letzte Mal schlimm. war schlimm, da hatten wir kein Salz. Wie sagt man so schön, zum Scheißen reicht's? Mann. Essen fertig, wieder gestärkt. Hier geht's weiter mit unserer Challenge. Ich mache mir gerade meine Hechtrute fertig, habe meinen Bissanzeiger hier ans Hausboot geklebt und lege jetzt direkt mein Rotauge aus. Wäre schon geil, wenn ich noch die ersten Punkte heute einsammeln könnte. Nachts ist natürlich nicht so ideal für Hecht, aber man kann auch immer wieder mal nachts einfangen. Weißt du, was, glaube ich, ein Nachteil ist von der Makrele? Nee. Du fängst, glaube ich, nicht so gut Zander. Ich glaube, Zander, Makrele, hast du das schon mal gehört? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Aber egal, ich will einen dicken Hecht. Ich habe ein bisschen kleineres Rotauge drauf, weil es besteht ja auch die Chance, dass wir vielleicht einen Hecht hier fangen. Einen Zander. Und da gibt es sogar noch extra Punkte. Aber bevor ich hier an extra Punkte denken darf, muss ich erst überhaupt irgendwas fangen. Dustin, wollen wir es verraten, Was denn? wo wir hier sind? Ja. Wir sind hier an einem, man kann fast schon sagen, legendären Mann. Hausbootspot. Genau hier hat damals Dustin vor 2 Jahren, Ein Jahr. ein Jahr? Das ist ein Jahr her. Ein Jahr erst. Ein Jahr her erst, den Meter 11 Albino, oder wie groß war der? Ich glaube 1,11 Meter, ja. Das war ein unfassbarer Fisch. Und in der Nacht oder an dem Morgen konnte ich auch einen Hecht auf der anderen Seite fangen. Der war leider nicht so groß, aber wir haben hier auf jeden Fall schon Fisch gefangen. Schon gute Fische gefangen, ja. Ihr wisst ja, ich lege ganz viel Wert darauf, dass meine Schnur im perfekten Winkel nach unten geht. Deshalb werde ich mir das hier alles jetzt perfekt präparieren. Das war dir so egal, immer. Ja, man muss sich ja auch mal weiterentwickeln. Jetzt bin ich heiß. Hoffentlich gehen die Bissanzeiger gleich los. Boah, das ist wirklich, ich glaube, wir liegen hier ziemlich gut. Aber das letzte Mal hatten wir irgendwie mehr Ordnung, kann das sein? Sieht ganz schön schlampig aus gerade. Findest du? Ich habe das noch schlimmer in Erinnerung. Ist nicht so schlimm, weil ich bin ja eh eine Schlampe, aber... So, go big or go home, sag ich mal, so, wa?
Da ist er. Keine Chance auslassen. Deswegen kommt das Ding jetzt hier raus. Und dann mache ich es genauso wie da drüben. Ich mache ein Gummi rum, mache den Bügel auf. Und wenn Fisch beißt, kann er einfach abziehen. So, Ruten liegen. Rinne eine warme Koje. Mach auf jetzt, sonst scheppert's. Sag mal lieb bitte. So, Dustin, ich hol die Karten. Jo. Und da haben wir eine kleine Überraschung bekommen, beziehungsweise ich. Von einem Kunden und natürlich treuen Zuschauer. Ja. Guck mal, der hat mir Tackle Peak Spielkarten gemacht. Und, schau mal, da vorne drauf. Geil, sieht so wirklich aus wie du und ich. Ja. Liebe Grüße an Heiko. Vielen lieben Dank für dein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Können wir hier auf dem Hausboot gut gebrauchen. Sieht man das, Markus? Ja, ja. Ich habe es erst gar nicht gecheckt, bis eine Mitarbeiterin von mir, die Nina, gesagt hat, das seid doch ihr da drauf. Ich Der sag, finde ich auch, das sieht man glaub ich sofort. nicht. Und jetzt spielen wir eine Runde Karten. Ihr seht, die Ruten liegen, wir sind müde. Geht gleich ins Bettchen. Kurz die Zähne geputzt. Dann noch einen kurzen Netflix-Ausflug und dann schlafen. Becky baut ein Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Hoffentlich piept's in der Nacht. So richtig laut. Und wir springen auf und fangen richtig dicken Hecht. Aber so gerne auch morgens so. Letztes Mal war es so erstes Licht, ne? Ja. So, gute Nacht. Tschüss. Schlaft gut. Eine kurze Blende für euch, eine lange Nacht für uns. Guten Morgen. Oh. Ich habe wirklich leider sehr gut geschlafen, weil einfach nichts gebissen hat. Oh nee, schade. Das könnte bedeuten, dass das heute ein zäher Tag wird. Und ist für mich ja gut, wenn wir heute nichts fangen. Aber ich weiß schon, wir werden schon noch ein paar Stellen anfahren, die spannend sind. Aber hier, durch dieses Wasser, das hier reingekommen ist, das so trüb geworden ist, ging heute Nacht gar nichts. Ich habe gedacht, ich kann heute Nacht vielleicht aufholen. War aber leider nicht so. Hast Schlaf aufgeholt. Schlaf habe ich auf jeden Fall aufgeholt. Wir haben schön lang geschlafen. Jetzt Frühstück mal irgendwas Leckeres. Aber ich kann trotzdem weiter schlafen. Und dann wird wieder angegriffen. Aber das Gute ist, die Routen liegen. Auch jetzt noch. Und da kann jederzeit was passieren. Eine halbe Stunde geangelt jetzt im Licht oder noch mehr. Kein Biss. Wir müssen die Stelle wechseln. Das Schöne an einem Hausboot, wir sind sehr flexibel. Ich glaube, wir fahren eine Stunde woanders hin jetzt und los geht's. Davor haben wir noch Frühstück und Haare waschen. Dann geht's los. Becky ist schon eher der entspanntere hier. Also seit heute Morgen beim Aufstehen, so ungefähr 1,5 Stunden. Und in Nacht hat er die Route wie oft kontrolliert? Das nennt man Urvertrauen. Das war sehr, sehr männlich, Becky. Oh, es ist kalt, Alter. Das ist echt brutal, Alter. Aber wir wollen ja frisch für die Zuschauer aussehen. Machst du deine Nägel? Ja, das ist mit Auffangbecken. Mit Auffangbecken. Was heißt denn frisch für die Zuschauer? Du willst frisch für deine Mädels aussehen hast? Die Zeiten sind vorbei. Zuschauer. Das müssen wir mal kurz festhalten. Die Zeiten sind vorbei. Becky, für alle weiblichen Zuschauer und männlichen, die Interesse hatten, Becky macht da jetzt auch keine Gefangenen, das ist vorbei. Gibt's nicht mehr. Becky ist vergeben. Ihr müsst euch keine Hoffnung mehr machen. Wann zeigen wir die Hochzeit auf Firstcast? Becky will vielleicht einen Antrag über Firstcast machen, hat er schon gesagt. Oh, ist das kalt. Weil seine Frau guckt immer Firstcast und dann heimlich einfach machen und dann sitzt sie am Sonntag auf der Couch mit einer Tüte Chips und dann plötzlich steht Becky da. Willst du meine Frau werden? Oh. Oder Becky, das wäre doch mal eine gute Idee. Schauen wir mal. Alles mit seiner Zeit. Oh, das hat gut getan, Haare waschen. So, Becky, jetzt 5-Sterne-Frühstück hier. Wo sind die Blaubeerchen? Woher kommen die jetzt zu dieser Jahreszeit? Peru, das könnte eigentlich auch unsere nächste Destination für eine Folge sein. Für Down South. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr Bock habt, dass wir nach Peru fahren.
Arapaima und weiß ich was und sowas. Piranha. Und so. Oder wollt ihr lieber, dass wir wieder nach Norwegen, Schweden und so fahren? So, komm essen und mach mal die Luke bitte zu. Ich bin geblendet von deiner Schönheit. Ich möchte gerne weiterfahren zu Spots, weil hier ging nichts. Becky hat seit gestern Nacht seine Route nicht einmal gewechselt, aber dass es hier zumindest ein bisschen vorangeht, hole ich das jetzt raus und fahre gleich zum nächsten Spot. Hat safe einen Biss gehabt. Also solange er es nicht eingeschnitten hat, sieht man, dass hier ein richtiger Cut ist. Ja, aber eher Zander dann, oder? So ein Cut macht doch keinen Zander, ist doch geschnitten wie eine Schere. Aber der Köderfisch ist dran, sprich ich hatte die ganze Zeit die Chance, dass noch was passiert. Ist aber leider nicht. Oh, herrliches Wetter. Wir haben, was haben wir, Mitte Januar? Ja, und ich stehe mit T-Shirt draußen. Krank. Und vor 2 Tagen war absoluter Weltuntergang in Deutschland. Ich fahre jetzt zum nächsten Spot, würde ich sagen. Seile los und los geht das. Das Schöne ist, die Fahrt bestreite ich mit Markus Spezialtee. Kann nur gut werden. Lecker, Markus. Gute Mischung jetzt, wa? Das ist gut. Ey, mit der Sonne ein absoluter Traum. Ich kenne ja gerade nur minus 20 Grad in Deutschland. Wir fahren jetzt zum ersten Spot. Kann sogar sein, dass wir da gar nicht mit dem Hausboot reinkommen und wir vom Ufer losgehen. Aber das sollte ja nicht so schlimm sein. Mit denen kann man hier super parken. Strecke ungefähr noch 5,5 Kilometer. Das heißt so eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde fahren wir noch. Und dann gibt es hoffentlich die nächsten Punkte für mich. Ich kann auf gar keinen Fall die Chili essen. Also 24 Stunden von unseren 48 ungefähr haben wir noch. Also so viel werden wir nicht angeln, weil es wird ja dunkel früh. Obwohl, vielleicht werden wir so viel angeln nachts. Die gucken wir mal raus. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Seid gespannt, wie es ausgeht. Ich hoffe sehr, dass ich die Chili nicht essen muss. So, wir sind angekommen. Köderfische habe ich da reingelegt. Ich mach mir gerade noch die Schuhe zu, dann komm ich mal. Okay, kommst du, Becky? Wir verlassen das Hausboot einfach nur, weil wir da, es wird flacher, wir wollen mit dem Hausboot nicht durch, aber außerdem wollen wir nicht so nah ranfahren. Die Hechte sind scheu gerade, beißen nicht so gut, wollen so wenig Krach wie möglich machen. Deswegen schleichen wir uns jetzt an. Der Lange rennt wieder vor. Ab jetzt wieder Competition-Modus an. Jetzt versohle ich dem den Arsch. Setz jetzt erstmal zum Überholmanöver an. Scheiße, jetzt rennt er. Du weißt doch gar nicht, wo der Spot ist, Becky. Du brauchst gar Ich nicht weiß rennen. alles. Ich kann nicht mehr rennen. Pose oder nicht? Nee, erst nochmal Grund. Mit welchem Bissanzeiger? Ich bin doch direkt neben der Route. Becky schläft doch nicht ein, während er neben der Route sitzt. Ich bin topfit, ich habe echt gut geschlafen, muss ich sagen. Ich mache einen anderen Köderfisch ran, ja. Was denn ändert seine Taktik? Kein Seefisch mehr? Nee, weil es gestern. Aber vielleicht mache ich auch wieder Seefisch. Aber hier ist auch klarer, hier sehen die besser. Seefisch habe ich gedacht bei trübem Wasser, weil er so stinkt. Fehlt uns dann schon noch die Deadbait-Erfahrung, um das mal wirklich einschätzen Absolut. zu können, gell? Absolut. Das Vertrauen. Also ich meine, angeln ja alle irgendwie mit Seefisch. Ich habe da null Vertrauen drin, muss ich echt Ich habe sagen. noch nie einen Fisch drauf gefangen. Ich glaube ich auch nicht. Dustin ist hier fleißig am Ausloten, vorbildlich. Aber dabei hat er sich einen Hänger eingefangen. Und vor allem, das ist mit so einer schönen Mono, hast du da immer schlechte Karten. 750 Kilo Hänger? 57. Nicht verstanden. Anhänger. Dann Markus, Alter. Ja, wird schlechter. Muss wieder dran arbeiten, dass ich Zum besser Glück hat der werde. liebe Gott für dich nicht vorgesehen, dass du vor der Kamera stehst. Ja. Deswegen habe ich mir ja auch den Job hinter der Kamera ausgesucht. Eben, und den machst du fantastisch. Hier war ich schon mal. Ja, haben wir ja schon mal nichts gefangen. Schon mal nichts gefangen, hast du recht. Es gibt so viele Orte auf der Welt. Wo du nichts gefangen hast. Und wo ich schon nichts gefangen habe. Du bist ja länger als 20 Minuten gefahren, oder? Ja, was Ja, war und das? Bis bei dir. Oh ja, Biss. Krass. Ist er weg? Ist weg, ne? Scheiße. Vielleicht ist er noch. Oh ja, der ist noch da. Der ist noch da. Ja, Ja. da. Soll ich ihm eine geben? Ich weiß es nicht, der läuft echt komisch. Aber ich glaube, der ist halt auch, weil es so flach ist, ne? Zieht ja nicht viel runter. Naja, so flach ist er nicht.
Und sobald er ein bisschen zur Seite zieht, geht er auch runter. Ja, Dreht er sich den gerade. ja, oder der ist so groß, der Fisch. Das ist ja ein großer Köderfisch. Krass, ey, jetzt hat es zweimal hier gebissen. Zweimal eindeutig. Wir haben gerade schon gezweifelt, ob der Spot hier gut ist, aber scheinbar ist hier gut. Und ich sehe Vecchi anfangen umzubauen. Mir reicht's jetzt. Ich baue auf Pose um. Wir haben jetzt gestern und heute zusammen 4 Kontakte gehabt und alle auf Pose. Und ich fische ganz nur auf Grund, worin ich eigentlich erstmal mehr Vertrauen hatte, aber Pose ist eindeutig bis jetzt der Gewinner, deshalb baue ich um. Ich bin echt gespannt, ob das den Bissspuren auf seinem Köder hat. Muss er ja. Der hat den nur ganz sanft. Zander, sieht aus wie Zander. Ja, den nur ganz sanft im Mund gehabt. Also war ja 100%ig was. Ja, ja, safe. Außer der Köderfisch. Der Nachdem- Köderfisch hat wieder Leben. Nachdem er jetzt ein bisschen aufgetaut ist, der Köderfisch, hat er sich ein bisschen bewegt. Schade. Ich gehe sicherheitshalber, bevor ich dem dann die Quere werfe. Links von ihm. Oh, die wackelt richtig, die Spitze. Ist auch raus. Also die Dings ist raus. Oh, krass. Der ist doch jetzt schlaff, ne? Ja, Läuft die Schnur? Noch nee, nicht. noch nicht. Aber zieht er die jetzt Hat ein auf jeden bisschen? Fall richtig gewackelt. Das war safe ein Biss. Hat es ja rausgezogen. Siehst du. Übrigens, hier, ihr seht, wir kriegen wieder neue geile Klamotten rein bei Nace. Ne? Also diese Hose im Winter als Unterziehhose. Ich habe es jetzt oben gemacht. Thermohose, super geil. Kann man natürlich auch so tragen. Und das Nace Fleece kommt bald. Checkt mal ab. Wir packen euch mal einen Link rein. Hier oben irgendwo könnt ihr mal unsere Klamotten abchecken. Vecchi hat die Jacke an. Ich habe die Jacke an. Ich habe Winter unten, perfekt, aber ich habe sie ausgesucht, weil es einfach zu heiß ist. ich hab unten drunter das alte Vlies an, das es leider gar nicht mehr gibt, auch mit dem gleichen Schnitt. Da freue ich mich mega, dass jetzt endlich ein neues kommt. Weil das ist auch unter der Jacke oder unterm Hoodie immer ideal. Ich würde sagen, wir wechseln den Spot, oder? Ja, wir gehen kurz aufs Hausboot, fahren an die nächste Stelle. Weiß ich nicht. Ich würde erstmal den Eingang da fischen, wo wir mit dem Hausboot waren nochmal. Können wir auch machen. Und dann an Sind die eh nächste ready? Stelle, oder? Können wir machen. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Wir haben jetzt schon wieder gleich 14 Uhr. Das ist krass, wie schnell im Ja. Winter der Tag leider vergeht. 3,5 Stunden haben wir noch. Wir hab waren hier- jetzt hier bestimmt 2,5 Stunden, oder? Was sagst Oh. du, Markus? Kein Wunder, dass hier nichts beißt. Ja. Ich bin sehr enttäuscht, weil der Anfang gleich sehr vielversprechend war. Auf Grundroute ein Biss auf, Sonst wären wir auch nie so lange hier geblieben. ja. Aber das hat halt Hoffnung gemacht. So, Rute eingeholt. Jetzt noch den ganzen anderen Krempel zusammenpacken. Und dann geht's zurück Richtung Hausboot. So langsam muss bei mir was passieren. Ich habe immer noch keinen Punkt für die Challenge und ich habe absolut keinen Bock, die schärfste Chili der Welt zu essen. Dustin hat zwar heute auch keinen Abstand mehr gewinnen können durch neue Fische, aber das ändert nichts daran, dass er einen riesen Vorsprung hat. So, wir sind zurück in unserem geliebten Blockhut-Boot. Ah! Froh, dass ich lange Beine habe. Ja, das Lange ist gut. B. Das ist eine gute Kombo. Im Notfall hättest du mich auch rüberwerfen können. Bisschen Anlauf. Easy. So, Vecchi, kann ich dir meine Kamera geben? Klar. Ich liebe dieses Ding hier einfach. Es gibt nichts Geileres. Durch die Gewässer fahren, hier schlafen können direkt. Kann ich? Ja! Jetzt gibt's Stullen für die Mannschaft. Bisschen Barbecue-Soße. Bei mir nicht so viel. Boah, das war ein bisschen viel. Ja, das ist zu viel. Oh, scheiße, jetzt ist auf allen zu viel drauf. Okay, neuer Spot, neues Glück. Wir haben uns verfahren. Wir hatten eigentlich einen Spot bekommen, wo wir angeln sollten. Das ist auf jeden Fall nicht. Und der andere wäre jetzt aber noch Stunden entfernt. Und das bringt ja auf Dauer nichts. Schaffen wir zeitlich einfach nicht. Naja. Ich werde eine vorne rauslegen, eine Route werde ich hinten rauslegen. In die Sonnenseite, die mit der Pose. Und dann gucken wir mal. Ja, ich lege meine hier so Richtung Hafeneingang hin. Ja. Du hast ja nur eine. Ja. Ich merke auf jeden Fall, du bist unzufrieden mit dem Platz hier. Ja, wir angeln jetzt eine halbe Stunde und kein Biss. Ist vielleicht normal beim Deadbed angeln. Aber Man wünscht sich anders auf jeden Fall. wir sind hergekommen bei den anderen, Biss gehabt. Gestern hingekommen, Biss gehabt. Also wenn ich entscheiden müsste, ich würde den Spot wechseln. Dann lass uns machen. So viel Aufwand ist das ja nicht.
Das einzige Gute daran, dass wir heute noch nichts gefangen haben, ist, dass Vecchi dann die scharfe Sache essen muss und nicht ich. Isst du auch ein Stück? Nee, Schade. auf gar keinen Fall. Markus, glaubst du, ich kann dich über einen finanziellen Anreiz da mit ins Boot holen? Wie, dass ich mitesse? Ja. Ja, da musst du schon einiges überweisen. Huni? Nee. Ein letzter Spotwechsel. Da muss es dann klappen. Wir gehen wieder dahin, wo wir vorhin schon waren. Da hat Dustin das meiste Vertrauen rein, weil er von 2 Bisse hatte direkt. Und an allen anderen Stellen heute noch gar nichts kam. Boah, die Sonne ist gleich weg, ey. Ja. Schön leise. Ja, der Plan mit dem richtig leise Anschleichen hat nicht so geklappt. Boot hat Lärm gemacht, Anger hat Lärm gemacht, Buchstrahl hat Lärm gemacht. Aber vielleicht oder hoffentlich interessiert es die Hechte nicht. Oh, es wäre schon geil, wenn jetzt noch was geht, ey. Ja, Und Vecchi, bist du aufgeregt? Letzte wirkliche Chance? auch wenn die Chancen echt nicht mehr ganz so gut stehen. Selbst wenn ich jetzt noch einen schönen fange. Eigentlich müssen 2 schöne her. 2 richtig schöne. Aber wir hatten auch schon solche Momente am Wasser. Das ist krass, wir haben den ganzen Tag nichts gefangen. Ja, aber Bisse hatten wir. Ja, 3 Ruten im Wasser. Und ja, 2 Bisse, aber kein Fisch. Ich bin nicht gemacht für Deadbait-Angeln oder Vecchi ist da entspannter. Bei mir ist immer, wenn ich nicht das Gefühl habe, das liegt perfekt oder ist perfekt, ist leider, dann bin ich unruhig die ganze Zeit. Vecchi kann damit besser umgehen. Der schmeißt sie rein, liegt und liegt die auch 3 Tage da. Das ist, warum ein Großteil der Angler wenig fangen. Warum? Weil sie so wie Vecchi sind. Weiß ich nicht. Manchmal ist es auch gut. Manchmal macht man zu viel hin und her und Chaos und so. Aber gut, so bin ich halt. Nochmal raus, die Makrele hier. Ja, der fliegt. Der ist gut geflogen. So, Sonne ist weg, es wird frischer. Jetzt gucke ich mir das ganze Spektakel von drinnen an. Ich lasse die jetzt 5 Minuten liegen, mache einen Timer, die Pose und lege die dann wieder um. Vielleicht 10. Ja, die geile Zeit ist genau jetzt, aber irgendwie passiert hier nichts, obwohl 3 Routen im Rennen sind. Meinst du, die ist jetzt zu groß? Schon hat man, aber im Winter eigentlich sagt man ja große Köder. Dann gucken wir, ob noch was geht. Rein da in die gute Stube. Passiert gar nichts, ey. Das ist Angeln. Ja. Das ist Angeln, ey, Vecchi. Aber das einzige Vorteil ist, du musst die Scheiße fressen dann. Ach, das stört mich gar nicht so. Also sage ich jetzt so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Vielleicht ändere ich dann noch meine Meinung, wenn ich das Ding im Mund habe. Ich glaube auch. Ich kann es gar nicht einschätzen. Ja, das geht schon, Vecchi. Ja, du, ich komme eh nicht drum herum. So, war schön gemütlich hier drin, aber ihr seht es ist dunkel draußen schon. Wir holen jetzt die Routen rein. Es geht noch zu einem Spot, wahrscheinlich, wir wissen es noch nicht genau, wo Vecchi noch ausgleichen könnte. Schade, Vecchi, ich hätte wirklich... Ich habe auch gedacht, dass hier wenigstens ein Fisch kommt. Ja, ich auch. So, Markus, jetzt geht's zum Spot. Ja, dann gibt's vielleicht eine scharfe Chili für dich. Aber eine ganze, ne? Eine ganze? Na, das war die Regel. Der Dings muss die schärfste Chili der Welt essen. Wie groß die sind eigentlich? Du, wenn du dich nicht danach fühlst. Hey, doch, ich habe gar keine Angst vor Schärfe. Okay, nach dem Satz musst du den ganzen essen. Kann ich die Aussage nochmal revidieren? Nein. Oh. Mann, ey, warum kann ich nicht auch einfach mal ein paar Hechte jetzt hier auf der Stelle oder Zander oder irgendwas, ey, das ist so unfair. Angekommen am letzten Spot, die letzte Chance für mich irgendwie noch Punkte zu sammeln. Ich muss noch kurz umbauen auf eine Grundmontage. Na, groß ist das nicht, ne? Das Tier. Für einen Hecht ein ganz schön kleiner Happen, aber gut. Den mache ich klein und den anderen mache ich groß. Der kommt hinten raus. Ich glaube, ich muss die Niederlage jetzt schon akzeptieren. Mir wurde gerade die Wahl gelassen, ob ich dann heute Abend die Chili schon esse oder morgen früh zum Frühstück, wenn die 48 Stunden vorbei sind. Aber ich glaube, ich esse jetzt gleich schon, weil morgen früh in den Tag starten mit so einer Bestrafung, da habe ich echt keinen Bock drauf. So, da liegt einer. Da lege ich da hinten noch eine. Hier könnte mir eigentlich jetzt noch einen Köderfisch fangen und das Ding safe machen, oder?
Das war auch tatsächlich eine richtig gute Investition. Becky hat sich eine Stippe geholt und dafür keine zweite Route. Hat genau, ich denke, 0 Mal benutzt, oder? Willst du jetzt echt noch einen Köderfisch fangen? Das wäre doch der geilste Abschluss. Stell dir mal vor, ich fange jetzt noch einen Köderfisch und auf den Köderfisch ein Hecht. Meter Hecht. Das wäre doch mal richtig geil, oder? Ich habe meine Grundmontage schnell montiert, habe mir eine Horstmakrele dran gemacht. Jetzt lege ich die Rute auch nochmal für die Nacht. Alter, ist das ein Köderfisch. Ist ein ordentlicher Happen. Perfekt. Renn in die gute Stube, wa? Gut, rein in die gute Stube und Becky hat gesagt, er würde heute tatsächlich schon die Chili essen. Er hat also aufgegeben. Er glaubt nicht, dass wir über Nacht noch genug Fische fangen. Soll mir recht sein. Ich find's gut. Ich bin gespannt. Jetzt geht's los. Warte. Ich will mir erst die Hände waschen, ich will mich ausziehen, ich will es zelebrieren. Aber du bist tatsächlich nicht so empfindlich gegen Schaf, ne? Ich weiß noch, es als ich die geht. brutalen Nudeln gegessen habe, da hast du gesagt, ja, ist okay. Aber trotzdem gibt es auch bei mir einen Punkt, der eklig wird. Ich habe gerade mal ein bisschen was gelesen und da haben die geschrieben, selbst wenn die da nur ein kleines Stück von gegessen haben, sind sie schon fast gestorben. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich so ein ganzes Ding essen muss. Und als ich den Namen eingegeben habe von der Chili, ich zeige euch mal, was die ersten Google-Vorschläge waren. Das ist krank. Guck mal, der erste Google-Vorschlag, Todesfälle. Wir googeln dann nach Todesfällen. Wer hat dich mitgebracht? Ich? So was Dummes. Ich fand's witzig, aber ich habe auch nicht Du hast die damit gekauft. geplant, dass ich selber die essen muss. Die habe ich online bestellt. Gekennzeichnet mit 1, 2, 3, 4, 5 Chili-Symbolen plus einem Totenkopf. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt Wir werden es sehen. ein Kinderspiel wird. Hier steht es nochmal. 2,2 Millionen Scoville. Und Becky freut sich schon? Jetzt nicht mehr. Warum nicht? So langsam kriege ich ein bisschen Muffensausen. Hä, eben hast du ja noch eine große Klappe gehabt. Ja, eben. Wie eben. Ich habe gerade ein bisschen gegoogelt. Das sieht nicht so gut aus für mich. Hey Becky, gerade riesengroße Klappe. Ja, da war ich mir vielleicht noch nicht so bewusst, was ich jetzt vielleicht machen muss. Hä, du hattest doch, das war doch sogar deine Idee. Ja, aber ich habe eigentlich gehofft, dass du halt das Ding essen musst, nicht ich. So schlimm. Warte mal. Erstmal muss ich das echt auch nochmal googeln. Nicht, dass dir hier was passiert. Ich bin ja der Ältere hier und von dir. So ein Ding, das weißt du rein und. Das sind auch die Kerne. Alter, die riecht schon so brutal. Hier steht auch gar keine Warnung, nichts drauf, ne? Ja, das ist auch 100% nicht in Deutschland zugelassen. Da steht kein einziges deutsches Wort drauf. Ich habe ChatGPT gefragt, kannst du mir zu diesem Produkt etwas sagen? Schreibt er ja, das ist kein Spielzeug, sondern echtes Endgegner-Chili. Eine ganze Carolina Reaper essen, gleich hohes Risiko. Nicht lebensgefährlich, aber extreme Schmerzen, Magenkrämpfe, Kreislaufreaktionen sind real. Nee. Mein klarer Rat ist keine ganze. Ein Stück reicht absolut. Die Wette ist trotzdem gewonnen. Okay, dann schneid die durch. Ausnahmsweise. Hat er nicht gerade noch eine... Blenden wir kurz ein, was er vorher gesagt hat. Ich habe gar keine Angst vor Schärfe. Das Schneidebrett kennen wir nicht. Boah, ich glaube, da muss man nicht aufpassen. Boah, das sind auch Kerne. Na, hau weg. Also wenn es nicht schlimm ist, dann essen wir es nochmal. Okay, wenn es nicht... Essen wir noch mehr. Das riecht schon so wirklich, als ob man sterben würde. So, Becky. Ich weiß nicht, ob ich meine Zunge mal hintesten soll. nee, ich würde es einfach weg. Aber du musst auch kauen, sonst ist es vorbei. Schluckst du jetzt Ist runter? gar nichts, ich mach nochmal mehr. Nee, das kommt ja bei Schärfe erst später. Oh, kommt schon. Ich glaube, da Geht aber, ne? Noch geht. Ja. hast du schon. Also runtergeschluckt? Ja. Das ist ja gar nichts. Oh, es kommt gerade. Warte. Das ist meistens richtig hart, dann erst später. Oh, doch. Es zieht nach. Das ist gespielt. Kommt das andere Ding auch hinterher? Warte mal. Nee, lass dich mal. Das zieht ganz schön nach gerade. Das ist ja eine halbe. Ist Aber in der Zunge. Wie lange Zunge? Du hast das schon runtergeschluckt. Aber trotzdem, die Zunge tut Babysau. Oh, kann ich noch was trinken? Ja, klar. Ja? Natürlich. Ich kenne auch Becky. Das ist gar nichts. Becky. Doch. Ja, das ist wirklich. Ach, mal ist ja langweilig. Ich Oh, die Zunge ist noch dabei. Ich habe mich so auf eine Bestrafung gefreut.
Aber er hatte schon Tränen in den Augen. Oh, das ist doch nix hier. Das wird gerade schlimmer. Immer noch? Ich glaube, dass das später kommt, ja. Hä, aber das hätte mir doch gesagt. Nee, wieso? Aber das ist ja, jetzt übertreib's nicht. Ja, das wird gerade echt eklig. Das könnte jetzt. Boah. Wird schlimmer? Nein. Guck ihn dir doch an. Deine Nase läuft weg. Boah. Ist das wirklich so? Boah. Kommt das so viel später? Oh Gott, die Augen. Vielleicht war es zu viel. Wann lässt der Schmerz nach? Mundrachen. Peak nach 10 bis 30 Minuten. Abklingen meist nach 60 Minuten. Restbrennen kann 1 bis 2 Stunden ziehen. Das ist der unangenehmste Teil. Aber das Gute ist, das ist der unangenehmste Teil, Becky, aber nicht gefährlich. Haben wir Banane. Aufrecht bleiben, nicht hinlegen. Das wird am schwersten für Becky. Alles ja gut. Also sobald ich Pause mache. Du cheatest ja aber auch jetzt. Du leidest ja gar nicht. Du isst ja. Du isst Joghurt, Brot. Ist das unser letztes Brot jetzt? Jetzt kommt zum Magen an. Wenn es jemandem so schlecht geht, also so schlecht geht es ja nicht, aber Du würdest Wenn- jetzt sterben. ja, wenn es so bei dir brennt, bei jemandem, der scharf sehr gut verträgt, Das Problem ist, sobald man Pause macht mit uns, Für- kauen, ne? ja, dann hör mal auf. Du kannst ja nicht die ganze Zeit essen, bist ja so schon. Nein, wenn du Pause machst, nichts isst. Ja, aber hör mal auf zu essen jetzt. Das tut ja weh. Ja, soll's ja mal ein bisschen. Soll ja eine Bestrafung ist nur eine Bestrafung, wenn es so ein bisschen wehtut. Alter, die riecht. Hast du mal dran gerochen? Ich finde, die riecht schon wie der Tod. Krass, Becky hat auf jeden Fall nicht mehr den Glauben daran zu gewinnen. Deswegen hast du es jetzt schon gemacht, obwohl du bis morgen früh Zeit gehabt hättest. Und das zum Frühstück, dann wäre der Tag gelaufen für mich. Ja, für mich auch. Für mich wäre der Dreh gelaufen. Gut, dann würde ich sagen, wir machen noch eine Nacht und ihr seht, ob wir was fangen. Gut durchgezogen. Komm, ich spiele eine Runde Karten. Ich mache erstmal die nächsten 20 Minuten gar nichts. Bis. Ist das meine? Ja. Scheiße, die Tür geht nicht auf. Ah, geht in die Richtung. Guck mal, siehst du ja noch. Das ist ein richtig großer Fisch, wenn's. Oh, Dicker! Alter, ist der groß. Alter! Alter! Alter, Junge. Das ist ein... Nein, ich habe ihn verloren. Nein. Das ist 1,20 Meter, oder? Alter, der war riesig. Alter, nein. War 1,20 Meter, oder? Der war riesig. Also ja, das war eine Vollkeule. Alter, wir haben den noch gesehen, richtig. Und du hast dem richtig eine mitgegeben. Ja, ich glaube, ich habe zu früh. Oh, sorry. Ich Meinst glaube, ich du? habe zu früh angehauen. Ja, ja. Alter Schwede, war der riesig. Der hat nicht gehakt, siehst du? Ja, die Haken sind halt für den Riesenkutterfisch dann schon tatsächlich ein bisschen zu klein. Ja, ich hätte einfach noch länger warten sollen. Ich habe mir das schon gedacht. Das war 1,20 Meter, glaube ich. war riesig, Oder 1,15 Alter. Meter oder so. Das war ein Monsterfisch. Scheiße! Fuck. Mann, ey, das war 1 Meter oder auf jeden Fall. Ja, das war so die Kategorie. Naja, Wir haben den ja volle Länge gesehen. Krass. ich hätte noch warten sollen. Leider. Aber gut, so ist es halt. Krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe auch so null damit gerechnet, ey. Fucking hell. Schade, das wäre der krönende Abschluss gewesen. 1,20 Meter hier. Oh, Mist. Ab ins Bett. Scheiße. Gute Nacht. Das war auf jeden Fall ein absoluter Big Fish. Oh, das ist ärgerlich, ey. War das Schlimme, wenn man auch noch gesehen hat und weiß, was für ein Kalb das war. Guten Morgen. Die Challenge ist vorbei. Leider gab es keinen Fisch mehr, obwohl ich 2 fette Bisse hatte. Den fetten Fisch, den ich verloren habe, habt ihr gesehen. Aber schon ärgerlich. 2 so gute Kontakte noch und kein Fisch. Ja, ist und der rausgekommen. hinten, nachts 3:30 Uhr, hast du das gefilmt? Ich weiß gar nicht mehr. Der ist richtig losgerannt. Ja, trotzdem ist es vorbei. Schade eigentlich. Ihr wisst,
Liken, kommentieren, abonnieren und ihr nehmt automatisch an einem Gewinnspiel da teil. Also es sind 2 diesmal. Einmal für die jungen Angler, die hier die Routen gewinnen können. Und dann gibt es natürlich auch noch was anderes zu gewinnen. Das zeigen wir bei Instagram. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss!